Willkommen beim Mind Kompass. Heute geht es um den Dopamin-Reset, einen Weg, um deine mentale Klarheit zurückzugewinnen. Hast du dich jemals gefragt, warum die Dinge, die dir früher Freude bereitet haben, plötzlich farblos wirken? Warum es sich unmöglich anfühlt, ein Buch zu lesen, eine tiefgehende Analyse zu schreiben oder einfach nur 10 Minuten still zu sitzen? Wir leben in einer Welt, die auf die totale Ausbeutung deines Belohnungssystems programmiert ist. Jeder Klick, jede Benachrichtigung, jedes kurze Video ist ein künstlicher Schuss eines Botenstoffs, den wir Dopamin nennen. In einer Welt der permanenten Reize ist dieses System jedoch bei vielen von uns chronisch überlastet. Das Resultat ist eine schleichende Abstumpfung gegenüber den einfachen, aber wichtigen Dingen des Lebens. Um diese Spirale zu unterbrechen und dein Gehirn wieder empfänglich für echte Tiefe zu machen, bedarf es einer bewussten Unterbrechung. Wir nutzen dafür ein Zeitfenster von 24 Stunden, eine bewusste Phase, in der wir externe Reize konsequent reduzieren, um den Raum für eine Neuausrichtung zu schaffen. Dies ist keine therapeutische Intervention, sondern eine Strategie zur mentalen Entlastung. Es geht darum, deine Sinne von der ständigen Überflutung zu entkoppeln und die Wahrnehmung für das Wesentliche zurückzugewinnen. Dein Geist ist nicht fehlerhaft, er ist lediglich durch die permanente Reizflut überlastet. Er hat die Empfindlichkeit für die leisen Töne des Lebens verloren. In den nächsten Minuten zeigen wir dir, wie du diesen Prozess umkehrst. Wir sprechen nicht über einen lebenslangen Verzicht, wir sprechen über eine radikale Neukalibrierung, eine Strategie für 24 Stunden, die deine Rezeptoren schützt und deinen inneren Kompass neu ausrichtet. Es ist Zeit für den Reset. Dopamin ist nicht das Hormon des Glücks, es ist das Hormon der Erwartung. Es ist die biologische Währung für Motivation und Verlangen. Evolutionär war Dopamin dazu da, uns zur Suche nach Fortschritt und zur persönlichen Weiterentwicklung zu bewegen. Es belohnte die Anstrengung. Doch heute haben wir eine gefährliche Abkürzung gefunden. Wir bekommen die Belohnung ohne die Anstrengung. Die Stimulation ist überall. Wenn du morgens als erstes zu deinem Smartphone greifst, flutest du dein System mit billigen Reizen. Bevor deine Füße den Boden berühren, hat dein Gehirn bereits eine Dosis erhalten, für die ein Mensch früher tagelang hätte arbeiten müssen. Das Problem ist der sogenannte Gleichgewichtszustand. Dein Gehirn strebt immer nach Balance. Wenn du es mit künstlichen Spitzen bombardierst, reagiert es mit einer Gegenmaßnahme. Es baut Rezeptoren ab. Es regelt die Empfindlichkeit nach unten. Dein Grundniveau sinkt. Das bedeutet, um dich überhaupt noch normal zu fühlen, brauchst du immer mehr Reize. Und die Dinge, die echte Konzentration erfordern, wie tiefes Lernen oder komplexes Denken, liefern nicht genug Antrieb, um über diese neue hohe Schwelle zu kommen. Das Ergebnis ist eine kognitive Lähmung. Du bist gefangen in einem Kreislauf aus kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erschöpfung. Wir nennen es die Dopaminfalle. Doch die gute Nachricht ist, das System ist plastisch, es kann sich regenerieren. Aber dafür müssen wir den Strom der Reize radikal unterbrechen. Wir müssen lernen, zwischen billiger und wertvoller Belohnung zu unterscheiden. Die billige Variante ist passiv. Sie kommt vom endlosen Scrolling, von künstlich verarbeiteten Reizen und digitalem Rauschen. Es ist ein künstlicher Raubbau an deinen Reserven. Es hinterlässt dich leerer als zuvor. Wertvolle Erfüllung hingegen ist das Ergebnis von wirklicher Wirksamkeit. Der Stolz nach einer anspruchsvollen Aufgabe, die tiefe Zufriedenheit, wenn ein komplexes Problem gelöst ist, die Ruhe nach einer bewussten Pause. Der moderne Mensch hat mehr fast nur noch einen aktiven Pfad, den Weg der sofortigen Befriedigung. Dieser Pfad ist wie eine sechsspurige Autobahn in deinem Kopf. Der Weg der tiefen Arbeit hingegen ist zugewuchert. Egal, ob du komplexe Projekte steuerst oder dich in neues Wissen vertiefst, die ständige Ablenkung ist fatal. Du suchst bei jedem Anzeichen von geistigem Widerstand den Fluchtweg ins Digitale. Du glaubst, du machst eine Pause, aber in Wahrheit befeuerst du nur den künstlichen Kreislauf. Dieser Prozess ist kein Bestrafungsprogramm, es ist eine notwendige Wartung für deinen Geist. Es geht darum, die Autobahn für 24 Stunden zu sperren, damit die Pfade der echten Motivation wieder atmen können.
Wir müssen dem Gehirn beibringen, dass Belohnung wieder eine Folge von Handlung ist, nicht von passivem Konsum. Das ist der Kern jeder mentalen Meisterschaft. Wie sieht dieser Zeitraum konkret aus? Es ist ein Tag der radikalen Subtraktion. Ein wichtiger Hinweis: Dieses Experiment ist für gesunde Menschen gedacht, die ihre geistige Klarheit optimieren wollen. Solltest du dich in einer ernsten psychischen Krise befinden, suche bitte professionelle Hilfe, statt diese Strategie allein durchzuführen. Wir beginnen am Abend zuvor. Ab 20 Uhr schaltest du alle Geräte aus. Kein Handy, kein Laptop, kein TV. Deine Vorgehensweise für die nächsten 24 Stunden lautet: Verzicht auf jede Form der künstlichen Überstimulation. Das bedeutet keine digitalen Reize, kein Internet, keine Musik oder Podcasts, aber auch kein Koffein und kein Zucker. Was bleibt übrig? Die Stille. Einfache Nahrung, Wasser, ein Notizbuch und ein Stift, Bewegung in der Natur und vor allem deine eigenen Gedanken. Verzicht bedeutet in diesem Kontext, das Gehirn in eine kontrollierte Reizarmut zu führen. In den ersten Stunden wirst du eine unglaubliche Unruhe spüren. Dein Verstand wird nach seinem nächsten künstlichen Impuls verlangen. Das ist der Moment der Regeneration. Die Unruhe ist das Zeichen, dass deine Rezeptoren beginnen, sich neu zu kalibrieren. Akzeptiere den Widerstand der Langeweile. Langeweile ist der Raum, in dem echte Klarheit entsteht. Ohne das ständige Rauschen der digitalen Welt beginnt dein Gehirn, Informationen wieder selbstständig zu verarbeiten. Es ist ein Tag des Wartens, ein Tag des Seins statt des Tuns. Warum ist Langeweile so wichtig? In der Langeweile wird dein Gehirn gezwungen, seine eigene Stimulation zu erzeugen. Die künstlichen Dopaminquellen sind versiegt, also beginnt das System, die Empfindlichkeit der Rezeptoren wieder hochzufahren. Du wirst wieder empfänglich für die feinen Signale deines Alltags. Nach etwa 12 Stunden in dieser Phase wirst du eine Veränderung bemerken. Einfache Dinge wirken plötzlich wieder intensiv. Die Natur wird faszinierend. Deine Gedanken auf Papier zu bringen, fühlt sich plötzlich wie eine wertvolle Beschäftigung an. Das ist die Phase der Erholung. Dein Grundniveau sinkt zurück auf ein natürliches Maß. Die Welt wird wieder lebendig, weil du aufgehört hast, sie mit künstlichen Reizen zu überfluten. Nutze diesen Tag dazu, über deine Ziele nachzudenken. Wer willst du sein, wenn der Nebel weg ist? Was würdest du erschaffen, wenn du nicht ständig nach Bestätigung von außen suchen müsstest? Diese Neuausrichtung ist die Vorbereitung für echten Fokus. Du schaffst das Fundament, auf dem du später deine Konzentration aufbauen kannst. Ohne ein gesundes Belohnungssystem ist jede Form der Selbstorganisation zum Scheitern verurteilt. 24 Stunden können deine Perspektive verändern. Nicht, weil alle Probleme gelöst sind, sondern weil du dein wichtigstes Werkzeug, deinen Geist, gereinigt hast. Wenn du am nächsten Tag zurückkehrst, tu es mit Bedacht. Lass die digitalen Reize nicht sofort wieder ungefiltert auf dich einwirken. Wähle bewusst, welche Stimulation du zulässt. Fokus ist kein Kampf gegen die Ablenkung. Fokus ist die natürliche Konsequenz eines Gehirns, das nicht ständig nach dem nächsten künstlichen Kick schreit. Es ist eine bewusste Ansicht. Übernimm die Kontrolle über dein Belohnungssystem. Verdiene dir deine Zufriedenheit durch echtes Schaffen, durch tiefes Lernen und durch wahre Verbindung. So gewinnst du die volle Souveränität über deine Aufmerksamkeit zurück. Klarheit. Bleib klar. Bleib präsent. Wir sehen uns im nächsten Video.